So, damit schauen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf das Drama um den Unfalltod eines 11-Jährigen in Dortmund. Der 19-jährige Unfallfahrer, der den Jungen überfuhr, ist in die Türkei geflogen. Vor 2 Wochen war der 11-Jährige von dem Wagen erfasst worden. Er starb später im Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 19-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und eine Ampel missachtet haben. Mittlerweile sucht die Polizei den 19-jährigen Fahrer per Haftbefehl. Sein Anwalt gab an, es handele sich bei der Türkei-Reise um einen geplanten mehrwöchigen Urlaub und nicht um einen Fluchtversuch. Da schüttelt man ein wenig verwundert den Kopf. Greta Wagner in Dortmund. Der mutmaßliche Todesfahrer verabschiedet sich einfach mal so in den 3-wöchigen Urlaub ins Heimatland. Wie geht's denn da jetzt weiter? Naja, noch wartet man natürlich und ist gutgläubig, dass er auch wiederkommt. Ich hatte gestern schon die Möglichkeit, mit der Staatsanwaltschaft hier in Dortmund zu telefonieren. Und sie haben mir noch einmal genau diesen Ablauf, wie das jetzt möglich war, erläutert und geschildert. Also es gab diesen Unfall. Wenige Tage später ist der kleine Junge tragischerweise dann verstorben. Dann gab es einen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft eingereicht hatte beim Amtsgericht. Dieser wurde aber abgelehnt. Und weil dieser Haftbefehl abgelehnt wurde, ja, gilt dann der mutmaßliche Todesfahrer erst einmal als freier Mann und kann machen, was er möchte. Das hat mir die Staatsanwaltschaft gestern gesagt. Dann sollen aber Hinweise bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sein, dass eben der 19-jährige mutmaßliche Fahrer seinen Arbeitskollegen gesagt hat, er würde sich jetzt in die Türkei absetzen. Daraufhin ein erneuter Versuch mit einem Haftbefehl. Dieser wurde eingereicht und dann stattgegeben. Blöd aber, dass der 19-Jährige da bereits schon 2 Tage lang in der Türkei war. Also, dass er in die Türkei geflogen hat, ist erst einmal nicht einzuschätzen als Flucht, denn er war ja ein freier Mann sozusagen. Der Haftbefehl hatte noch nicht gegriffen. Aber jetzt greift er eben, er ist in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft hatte auch schon Kontakt mit dem Anwalt des 19-Jährigen. Und dieser hat gesagt, wie ihr auch gerade eben erläutert hattet, nein, das ist ja nur ein Urlaub und er kommt am 8.7. dann wieder, am 7.8. so rum. Und da muss man dann jetzt erstmal abwarten, ob das dann genauso stimmt. Klar ist aber, der 19-Jährige hat wohl eine zweite Staatsbürgerschaft in der Türkei, würde also im Falle, dass er nicht wiederkommt, auch nicht ausgeliefert werden. Und das wäre natürlich in diesem tragischen Fall wirklich ein schreckliches Ende. Man muss noch einmal dazu sagen, es steht auch im Raum, dass der 19-Jährige bei dieser Fahrt ja erst einmal mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und zweitens auch unter Drogen gestanden haben soll. Das muss natürlich alles geklärt werden und dazu wäre es natürlich extrem wichtig, den Hauptverdächtigen dazu erst einmal befragen zu können. Denn es steht auch im Raum, dass er nach diesem Unfall seine Mitfahrer, es waren noch 2 weitere Männer im Auto, ja, bedroht haben soll, dass keiner bei der Polizei erstmal aussagen soll. Das wurde dann natürlich aber trotzdem getan. Ja, das 15-jährige Mädchen, was hier ihren Bruder an der Ampel hinter mir verloren hat, sie liegt weiterhin noch im Krankenhaus und wird wahrscheinlich diesen schrecklichen Tag niemals vergessen. Greta, recht vielen Dank.